In der Corona-Krise ist der Onlinehandel so stark gewachsen wie nie. Allein in Deutschland wurden 2020 rund 4,05 Milliarden Kurier-, Express- und Paketsendungen verschickt. 10,9% mehr als im Vorjahr. Weil manchmal die Zeit sehr knapp ist, doch in den Laden zu gehen, mehrere Läden durchzugucken und es dann eben einfacher ist, dass man online alles direkt sieht und dann weiß, was es auch im Angebot gibt, bevor man irgendwo hinfährt und da lange die Läden durchguckt. Weil ich nicht ins Geschäft gehen muss und überall meine Codes vorzeigen muss und meinen Perso und so weiter und ich das einfach so in der Zwischenzeit machen kann. Es ist praktischer, geht schneller und meistens günstiger sogar. Ich muss mich nirgendwo anstellen. Ich drücke einfach auf den Knopf und dann kommt es irgendwann. Ne? Trotz verstärkter Grenzkontrollen und Lockdowns in Europa stehen die Zeichen auch im Speditions-, Transport- und Logistiksektor wieder auf Wachstum. Eine Entwicklung, die sich mit Aufhebung der Pandemiebeschränkungen fortsetzen wird. Für die Spedition Emmons eine ebenso große Chance wie Herausforderung. Wir haben täglich im Netzwerk ungefähr 22.000, 23.000 Sendungen. Und wenn wir das hier auf den Standort runterbrechen, dann haben wir hier eingehend ungefähr 700 Sendungen jeden Tag und ausgehend hier auch ungefähr 700, also ungefähr pari pari. Angefangen hat alles ganz klein. 1928 wurde das Familienunternehmen mit der Anschaffung eines ersten LKW gegründet. Heute beschäftigt Emmons rund 3.420 Mitarbeiter an mehr als 100 Standorten weltweit. Zwischen 2014 und 2019 konnte das Familienunternehmen seinen Umsatz um knapp 230 Millionen Euro auf 588 Millionen steigern. Wir bewegen nicht nur die Sendung physisch, die Packstücke, sondern wir benötigen auch die Informationen, die mit der Sendung mitlaufen. Informationen bedeuten in dem Fall sicherlich, von wo nach wo geht die Sendung, aber auch wie groß ist sie, die Abmessungen. Das ist für uns sehr wichtig, um eben am PC, im Büro, das was auf der Halle, auf dem LKW ist, eben auch informativ begleiten zu können. Und das ist gar nicht so selbstverständlich, denn das Stückgut variierte nicht nur in Größe und Gewicht, auch die Form- und Oberflächenstruktur der Verpackung ist nicht immer einheitlich, was einen steigenden Zeitaufwand in der manuellen Vermessung bedeutet, Ergebnisse fehleranfällig und ungenauer werden lässt und letztendlich zu Verzögerungen im weiteren Lieferprozess führen kann. Also die Probleme beim Stückgut bzw. bei der Abmessung von Sendungen ist natürlich oft, dass man vielleicht gerade unter Zeitdruck steht, kann es nicht sauber ausmessen, hat vielleicht auch nicht das richtige Messequipment da, um das Ganze sinnvoll zu machen. Und dann passiert es natürlich, dass vielleicht Pi mal Daumen gemessen wird, die Sendungen werden dann übertragen bzw. die Abmessungen. Und wir als Logistiker stehen dann vor der Herausforderung, dass wir natürlich mit diesen Daten arbeiten müssen. Wir haben hier verschiedenste Angaben, also wo kommt die Sendung her, von welchen Kunden, wo geht sie hin, welchen Empfängerort. Jedoch fehlen bei den Sendungen die Angaben zu den Maßen, also Länge, Breite, Höhe wurden ja nicht vom Kunden übermittelt. Der Disponent kann ja halt dann mit dem Packstück quasi nicht planen, also wie viel Volumen das Packstück einnimmt bei der Disposition. Und das ist immer so die Herausforderung, weil der Disponent dann, sage ich mal, im Blindflug disponiert. Ein komplexes Problem, für das es im Sinne der Qualitätssicherung bei gleichzeitigem Wachstum eine nachhaltige und schnell implementierbare Lösung brauchte. Eine Lösung, die es so noch nicht gab. Sind auf den Telekom Tech Boost Accelerator zugegangen. Da hat man die Möglichkeit als Unternehmen beispielsweise diese Challenge, diese Problemstellung zu platzieren, etwas ausdetaillierter und dann eben zu gucken, welcher technische Partner kann das lösen. Daraufhin hat sich dann Specific beworben und sind dann relativ schnell zu der Übereinstimmung gekommen, dass es Sinn macht, an dieser Stelle zusammenarbeiten und wir im Prinzip ein gemeinsames Ziel lösen wollen. Das Hamburger Unternehmen Spacific wurde 2020 gegründet und hat sich mit seinem 7-köpfigen Team auf die Entwicklung und den Vertrieb skalierbarer Augmented Reality Lösungen für den deutschen Mittelstand spezialisiert. Wir lösen für unsere Kunden, insbesondere für den deutschen Mittelstand, das Technologieproblem Augmented Reality und erzeugen intelligente 3D-Modelle und Augmented Reality-Lösungen auf Knopfdruck. Jetzt haben wir eine Plattform und verschiedene Produkte, um ganzheitlich dem Kunden diese Technologie in einer bezahlbaren Version quasi zu geben. Im Vergleich zu Virtual Reality, bei der man sich in eine komplette virtuelle Welt begibt, bietet die Arbeit von Spacific die Möglichkeit, seine eigene Realität zu erweitern.
Wenn man den Begriff Augmented Reality nutzt, dann ist es im Prinzip die virtuelle Erweiterung der realen Welt. Das heißt, ich gucke einfach durch ein Display durch, Smartphone, Tablet oder irgendwelche Glasses und sehe dann in meiner realen Umgebung virtuelle Objekte. Im Dialog mit Emmons wurden Bedarf und technische Möglichkeiten eruiert. Auf dieser Basis hat das Development-Team in der historischen Speicherstadt ein digitales Tool entwickelt, mit dem Specific und Emmons gemeinsam die Zukunft der Logistik revolutionieren möchten. Weil wir hier eine konfigurierbare Plattformlösung geschaffen haben, die dadurch für sehr, sehr viele Branchen einen sehr großen Mehrwert bietet. Auf der einen Seite ist es so, dass wir solche Use Cases haben wie ein Treppenaufmaß oder 3D-Modellerstellung dann auch für die Treppe. Wir haben das Thema Stückgut, was wir ja gerade mit der Firma Emmons gemeinsam entwickeln, um dort eine Branchenlösung für das Thema Sendungserfassung zu erzeugen. Aber ich kann das auch natürlich auf eine Küche transportieren. Ich kann das transportieren auf Industriehallen, wenn ich da zum Beispiel neue Planung von Fabriken entsprechend machen möchte oder ich ein Regalsystem reinplanen möchte. All das kann XR scannen. Wir nutzen für unsere Aufmaß-App den LiDAR-Sensor in Kombination mit den Daten der Kamera. Der Nutzer kann sich also ganz einfach um das Objekt herum bewegen. Aus den gesammelten Daten erzeugt unsere App dann die Abmessungen. Eine hochkomplexe technische Lösung, die in der praktischen Anwendung ganz einfach ist. Our device measure it in millimeters. Unsere App kann Millimeter genau abmessen. Die Distanz und Faktoren wie beispielsweise die Helligkeit spielen dabei auch eine Rolle. Die Daten verarbeitet XR-Scan sofort und so kann der Nutzer die Abmessungen unverzüglich weiterverarbeiten und hat keinen Zeitverlust durch eine aufwendige Nachbearbeitung. In der Theorie soweit so gut. Nun heißt es aber, sich auch in der Praxis vor Ort zu beweisen. Genau, also wir messen jetzt einmal durch, du misst einmal, ich messe einmal, sodass wir dann danach die Ergebnisse quasi vergleichen können. 2 gleich große Pakete sollen in einem LKW transportiert werden. Dafür braucht die Spedition möglichst genaue Maße. Dennis Ahrens nutzt die eigens entwickelte Aufmaß-App. Hiermit kann er über die Länge, Breite und Höhe ein exaktes 3D-Modell erzeugen, während Thilo Hergarten zur Kontrolle noch auf den umständlichen Zollstock zurückgreift. So, jetzt bin ich mal gespannt. 124 cm. 123,4. Ja, das ist doch schon ein sehr guter Wert. Nur 6 mm Versatz, ein hervorragender Wert für den frühen Entwicklungsstand des Produktes und Basis für enorme Zeiteinsparungen im hochskalierten Einsatz. Bei der Entwicklung war für beide Partner ein stets enger Austausch die Basis. Das ist uns eben wichtig, dass auch wenn wir für unsere Projekte Partner suchen, dass wir ein gleiches Mindset teilen. Und das Mindset an dieser Stelle ist, dass wir nicht hingehen wollen und möglichst viel Geld in ein Projekt schießen wollen, am Ende eine fertige Lösung entwickelt haben wollen, die aber an den Bedürfnissen der Kunden und Nutzer vorbei entwickelt sind. Mit dem gemeinsamen Projekt von Emmons ist es total toll, einfach ein neues Produkt zu entwickeln und eins, was wir haben, weiterzuentwickeln auf die spezifische Logistiklösung für Emmons. Und hier macht es total viel Spaß, gemeinsam mit dem auch jungen Emmons Digital-Team eng zusammenzuarbeiten und auch die Kommunikation nach außen zusammen abzustimmen, gemeinsam das Projekt voranzutreiben. Emmons hat mit seiner Digitalabteilung schon früh die Weichen gelegt, um der Herausforderung der Digitalisierung im Mittelstand gerecht zu werden und so eine Vorreiterrolle in der Branche einzunehmen. So eine Digital-Unit ist für ein Unternehmen und eigentlich unabhängig von der Branche einfach enorm relevant, weil wir durch die Digitalisierung einfach einen enormen Wandel auch feststellen. Und das zeigt sich durch die technischen Kapazitäten, die wir haben, aber eben auch, wie sie Einfluss nehmen auf gesellschaftliche Strukturen. Da sind andere Dinge einfach gewünscht, andere Dinge gefordert und da muss sich jedes Unternehmen darauf einstellen. Und deswegen ist es einfach enorm wichtig, eine Schnittstelle zu haben innerhalb des Unternehmens, die sich damit beschäftigt, was passiert gerade am Markt, was wollen Kunden, was wollen Partner und eben auch zu wissen, wie kann man das Ganze mit welchen technologischen Trends lösen. Und dafür ist es eben enorm wichtig, das konstant zu beobachten und eben zu wissen, wie man auch auf bestimmte Trends reagieren kann.
Das gemeinsam von Emmons und Spacific entwickelte Tool soll ab Mai in den Einsatz, mit sofort spürbarer Wirkung. Ich glaube, sowohl im B2B als auch im B2C-Bereich haben wir große Vorteile. Beispielsweise, wenn wir als Privatperson Dinge verschicken wollen und sind in der Lage, einen Tisch oder einen Stuhl möglichst schnell abzumessen und das direkt an einen Spediteur zu übergeben, dann können wir da einfach auch einen großen Mehrwert liefern und natürlich auch nicht nur angefangen von dem Versender, aber auch beim Empfänger, dass wir Daten schon übermitteln können. Wir können einen Eindruck durch ein 3D-Modell zur Verfügung stellen. Welche Sendung erwartet mich denn eigentlich? Brauche ich Unterstützung bei der Anlieferung? Und einfach da auch sozusagen in der gesamtheitlichen Kette von A bis Z, von Versender bis Empfänger im Prinzip hier einen großen Mehrwert schaffen. Ist das System erstmal in Betrieb, endet die Zusammenarbeit keinesfalls. Ziel ist es, den Workflow auch im Live-Betrieb immer zu optimieren. Und wir haben schrittweise XR-Scan in die Richtung entwickelt, dass wir damit Emmons auch helfen können. Die nächsten Schritte sind dann, dass wir quasi auch eine Sendungserfassungslösung drüber legen, damit der Benutzer nachher auch seinem Workflow quasi entsprechend sich wiederfindet. Spacific will mit seiner Plattform vor allem den Mittelstand stärken. Im Fokus dabei eine möglichst einfache Bedienung. Die Vision ist, dass der Nutzer einfach vorne konfiguriert, was er haben möchte und hinten genau das rausbekommt und dazwischen muss er nichts tun. Und alles so aufgestellt, dass die vielen, vielen KMUs und die mittelständischen Unternehmen, vor allem natürlich in Deutschland, was erstmal unser Zielmarkt ist, dass wir denen das auch bereitstellen können und damit die Technologie in die breite Masse hineinbringen und nicht immer diese Individuallösungen haben, die sehr teuer sind und wo es dann auch manchmal sehr langfristig dauert. Unabhängig von allem, was noch kommen mag, die Symbiose von Emmons und Spacific ist schon jetzt eine echte Erfolgsgeschichte.